Was geschieht, wenn eine Demokratie zerbricht und Hass und Gewalt regieren? Das erfährt Michael Otto schon als Kind. Er wird in den letzten Kriegsjahren geboren, wächst in den Trümmern des Nationalsozialismus auf. Seine Familie und er fangen bei Null an. Erfahrungen, die ihn prägen. Michael Otto hat große Empathie, auch Interesse am Menschen. Und auch ganz gleich, ob es die Mitarbeiterin im Lager ist oder eben der Vorstandskollege eines anderen Unternehmens. Ja, er ist immer bereit zuzuhören und sich auf den anderen einzustellen. Für Michael Otto werden Achtung und Toleranz zu zentralen Werten. Nie wieder darf sich ein Mensch über andere erheben, eine Gruppe über andere stellen. Stattdessen setzt er auf Teilhabe und faire Chancen für alle. Er erkennt früh, dass Demokratie nicht nur von politischen Institutionen getragen wird, sondern vor allem vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger und verantwortungsvoll handelnden Unternehmen. Integrität und Verlässlichkeit verbindet Michael Otto mit feinem Gespür für neue Entwicklungen. Das Versandhandelsunternehmen seines Vaters macht er zu einem Weltkonzern, in dem er früh die Chancen des Onlinehandels und der Internationalisierung nutzt. Bei allem Wachstum bleibt das Unternehmen in Familienhand. Gewinn ist für ihn nie Selbstzweck. Ethisch verantwortungsvolles Wirtschaften wichtiger als der Profit. Das Tolle bei Michael ist wirklich, dass er ein sehr natürlicher, extrem authentischer Mensch ist, der sich eigentlich nie verändert hat in dieser vielen Zeit. Also immer sehr bodenständig geblieben, bescheiden, dass trotz des wachsenden Erfolges er dann nie sich in irgendeiner Form anders entwickelt hat. Wohlstand darf nicht zulasten anderer Gesellschaften oder künftiger Generationen erreicht werden. Schon Mitte der 80er Jahre macht Michael Otto Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu Leitlinien seines Unternehmens. Die meisten Unternehmen sahen CSR, wie das damals so aufkam, also eine soziale Verantwortung, als etwas an, naja, muss das sein? Ist das nur für Show? Kann man sich das eigentlich leisten? Was steckt im Grunde dahinter? Hatten noch gar keine wirkliche Definition, geschweige denn, dass sie es in irgendeinem Unternehmen lebten. Anders Dr. Michael Otto. Dort war es von Anfang an Chefsache. Und das ist auch das Wichtige, glaube ich, bei ihm geblieben, dass es immer dann, wenn es Anliegen gab, nicht diese Anliegen diskutiert und in Arbeitskreise verwiesen wurden, sondern sie wurden umgesetzt. Und das ist etwas, was mich damals schon sehr beeindruckt. Michael Otto ist überzeugt, nur wenn wir die Grundlagen des Lebens schützen, bleibt die Demokratie stark. Gegen Populismus und Angriffe. Michael Ottos Ziel ist, dass möglichst viele Menschen am Wohlstand teilhaben. Mit seinen Unternehmen und Stiftungen wie Cotton Made in Africa, der Michael Otto Foundation für Sustainability, der Umweltstiftung Michael Otto und der Stiftung Klimawirtschaft setzt er sich für Bildung, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit ein und stärkt so weltweit die demokratische Teilhabe. Egal, wo man mit ihm ist, ob das in Bangladesch ist oder ob sie in Afrika auf dem Feld stehen, wo auch immer, er begegnet allen Menschen mit dem gleichen Respekt. Er hat noch nie einen Unterschied gemacht, den ich erlebt hätte, wie er Bill Gates begrüßt oder wie er mit den Bauern auf dem Feld in Afrika, wie er Dolmetscher redet. Wie viel ein Einzelner für die liberale Demokratie und soziale Marktwirtschaft und damit für das Gemeinwohl bewirken kann, zeigt Michael Otto auf besondere Weise. Mit seinem klaren moralischen Kompass, Weitsichtigkeit und unermüdlichem Engagement in jeder Phase seines Lebens.